Hallo, ich hoffe, man kann mich trotz des patagonischen Windes hören. Mein Name ist Ruti, ich bin mit dem Motorrad in Südamerika unterwegs und heute fahre ich zum legendären Nullpunkt der Ruta 40 in Argentinien. Tada! Im letzten Video habe ich Feuerland verlassen und bin zurück auf den südamerikanischen Kontinent gekehrt, genauer gesagt an die Südspitze Argentiniens. Und ich befinde mich hier jetzt in Gallegos oder Gallegos, wie die Argentinier sagen, denn die Doppel-L wird in Argentinien J ausgesprochen. Also es ist überhaupt sehr markant, dass die alles J aussprechen. Also Yamaha heißt ja auch Yamaha. Naja, das nur am Rande. Ja, Rio Gallegos ist jetzt keine Schönheit der Ort. Es gibt hier so eine Hauptstraße und ich war gestern dann, habe ich versucht was zu essen oder essen zu gehen. Das war ziemlich schwierig. Ich habe nichts gefunden oder die Sachen hatten zu. Und am Ende bin ich dann in eine Pandaria, also in eine Bäckerei quasi gegangen und habe mir Empanadas bestellt. Und das war ein bisschen witzig, weil ich habe 3 Empanadas bestellt, aber es hat irgendwie nicht geklappt. Am Ende bin ich dann mit 13 Empanadas rausgegangen. Ich hatte mich schon über den Preis gewundert und die hatten es in so einer Box verpackt, deswegen habe ich es nicht gesehen. Aber als ich es dann aufgemacht habe im Hotel, waren da 13 Empanadas drin. Naja, habe ich ein bisschen Proviant für heute, denn heute geht es zum Anfangspunkt der Ruta 40. Zu Deutsch Ruta 40, also Nationalstraße 40, ist der ganze Stolz Argentiniens. Und sie ist eine der längsten Fernstraßen der Welt, führt durchs komplette Land, über 5000 Kilometer lang. Von hier aus sind es 130 Kilometer bis zum Nullpunkt der Ruta 40. Und da will ich heute hinfahren. Bevor ich losfahre, will ich noch eine Sache machen, denn ich habe gestern die Highspeed-Internetverbindung dazu genutzt, ein Video hochzuladen. Und es war das Video mit Rutis kleine Technikecke. Unter anderem ging es da um das Hoppeln bei starken Bergauffahrten Offroad, dass das Hinterrad dann so ein bisschen hoppelt. Und die Leute, mit denen ich zusammengefahren bin, die haben gesagt, das ist normal. Ich hatte das dann aber mal recherchiert und habe das rausgefunden, dass irgendwie die Zugstufe weicher eingestellt werden soll. Ich habe dann alles ein bisschen weicher eingestellt und es war auch dann schon besser. Ganz weg ist es nicht, aber auf jeden Fall angenehmer. Und aber es gab zu dem Video zahlreiche Kommentare, unter anderem von Facelift, der das nochmal ganz genau erklärt hat. Und jetzt will ich das nochmal ein bisschen anpassen. So, wundert euch nicht, dass ich so komisch aussehe. Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Zurück zum Fahrwerk. Ich will kurz zitieren, was Facelift geschrieben hat. Und zwar: Hinterrad hoppelt, Fragezeichen. Die Druckstufe verlangsamt das Einfedern und verhindert so ein als Stempeln bekanntes Springen der Räder. Oder wie du sagst, hoppeln. Die Zugstufe dagegen bremst das Ausschwingen von Gabel und Federbein nach einem Einfedern. Also Druckstufe härter, Zugstufe weicher. Meist 3:1 Klicks. Also, hier hat man das etwas schmutzige Federbein. Hier. Und das hier, mit der Kunststoffschraube, kann man das sehen. Stellt man die Federvorspannung ein. Ich gehe mal auf die andere Seite. So kann man es besser sehen. Damit stellt man die Federvorspannung ein. Und dann sieht man hier so eine goldene Schraube. Ich gehe mal ein bisschen ran. Ich hoffe, das sieht man. Und diese goldene Schraube ist die Druckstufe. Und es ist mit S und H gekennzeichnet, das heißt soft und hart. Und die Zugstufe findet man unterhalb des Federbeins hier.
dieser Schlitz. Ich mache jetzt die Druckstufe härter und da ich ja in Santiago 3 Klicks weicher gemacht hatte und das vorher schon gehoppelt hat, mache ich jetzt einfach mal 6 Klicks. 1, 2, 3, 4, hoppala, 5, 6. So, jetzt einpacken, losfahren. Wie immer bin ich viel zu spät. Also, ich habe jetzt hier voll getankt nochmal, denn man unterschätzt das in Südamerika als Europäer immer, die Entfernung. Das ist, wenn man hier mal einen kleinen Ausflug macht, das sind mal kurz 400 Kilometer oder so. Heute hoffe ich, dass ich nur 260, aber eben zu weit, um mit einem halben Tank irgendwo hinzukommen und man weiß nie, ob es dann Tankstellen gibt. Ja, Benzinpreis hier 133, das sind 75 Cent. Ist in Ordnung für 98 Oktan. Das ist glaube ich sowas wie Power oder sowas. So, bisschen Respekt habe ich, weil vor meiner Tür war Eis auf der Straße, so richtige Plaggen noch. Ich glaube, es ist aber eigentlich nicht so kalt. So, jetzt 1:30 Uhr. Ich kündige es schon mal an, es wird dunkel sein, wenn ich heimkomme wieder. Selbstverständlich. Und jetzt ist hier alles immer so nass und schmierig. Gestern bin ich hier spazieren gegangen. Da war es meiner Meinung nach nicht gefroren, aber es war so kalt und nass, dass man sogar beim Laufen war es rutschig. Deswegen, ich habe hier schon Respekt. Noch was typisch Argentinisches, war in Chile anders. Hier sind die Ampeln meistens auf der anderen Seite der Straße. Und man muss aber auf dieser Seite anhalten. Habe ich natürlich am Anfang nicht gecheckt. Da steht's. Cabo Virgenes, 133 Kilometer. Das ist der Nullpunkt. Aber hier sieht man, ich halte mal kurz an, Eis. Also da sieht man wirklich, dass es glatt sein kann. Man muss aufpassen. So, ist einfach mal 70 Kilometer nix und dann ist hier so ein, weiß nicht was das ist, Dorf, Bauerndorf. So sieht es aus für mich. Diese riesigen, weiten, das kann man sich einfach nicht vorstellen. In Europa auch mega geile Sachen gesehen und riesig geile Natur, aber der Gigantismus hier, das ist einfach Wahnsinn. Also ich hatte es mit dem Briten, den ich in O'Higgins kennengelernt hatte, der hier seit 28 Jahren wohnt. Der hat gesagt so, ja, Platz haben sie hier in Südamerika. Du musst halt immer gucken nach so, die Enten sind okay,
mir ist eben fast so ein Nando reingerannt. Leider hatte ich die Kamera natürlich nicht an, sonst so nah habt ihr einen noch nie gesehen. Der war so nah, dass er schon angefangen hat, mit diesen Vögeln so zu machen. Fliegen kann er zwar nicht, aber vielleicht zündet er sich Turbo. Jetzt habe ich die Kamera an. Jetzt gibt es Pferdchen. Hola! Also auch wirklich, das sind alles wirklich Wintertiere. Man sieht immer, wie langes Fell die haben. Auch die Schafe. Ich habe noch nie Schafe, so dicke Schafe gesehen. Hallo. Hier was? Hier was? Das kann jetzt auch nicht mehr so weit sein. 5 Kilometer oder so? Und ja, ohne Gepäck fahren, da ist es echt brutal agil. So wie ein Fahrrad. Was ich gemerkt habe, wenn man dann bergauf fährt und da ist Waschbrett, dann hat das Hinterrad überhaupt kein Gewicht. Muss man sich quasi hinsetzen. Steht hier Cabo Virgenes, das ist es. Reserva Provincial Museo Cabo Virgenes al fin y al cabo, 2 Kilometer. Das ist er, der legendäre Kilometer Null. Hier sind auch allerhand Aufkleber und Sachen rangeklebt. Und da ist der Leuchtturm. Oben war es brutal windig. Und hier ist nochmal so ein Kilometer Null Schild. Und was mir da aufgefallen ist, ist, mein Nummernschild ist zwar jetzt fest, aber es reißt in der Mitte durch. Also das muss ich jetzt abmachen, das hält nicht mehr. Oh Mann. Naja. Während die Sonne da verschwindet, esse ich jetzt noch einen von meinen zahlreichen Empanadas, aber lang halte ich mich hier nicht mehr auf, weil die Sonne verschwindet. So, 17:30 Uhr. Ich denke, in einer Stunde ist es dunkel. Ich brauche 2,5 eher. Ach, shit. Naja, Nummernschild ist ab. Habe ich jetzt in meinem Rucksack. Okay. Route 40 von vorne.
Mit dem Nummernschild weiß ich jetzt nicht so genau. Vielleicht irgendwo ein Schildermacher, der mir eins faken kann. Die Aufkleber und so, die sind hier eh nichts wert. Ei. Dass ich wenigstens eins anbringen kann. Ich weiß nicht genau, ob alle so entspannt sind. Obwohl Chile ja streng ist, aber in Chile der Typ, an der Fähre war es allerdings nur, hat einfach gelacht. Aber ich kann immer sagen, er ist gerade abgefallen. Diese 2 Riesenpfützen muss ich noch überstehen. Das waren sie noch nicht. Ist irgendwie weniger Wasser drin jetzt. Auf dem Hinweg war mehr drin. Weil ich habe keinen Bock jetzt, mich so einzusauen. Das Bike ist eh schon eingesaut. Und heute komme ich dann auch nicht mehr zum Putzen. Könnt ihr auch mal sagen, was macht ihr immer, wenn ihr dann abends, wenn das auf Reisen, wenn ihr dann zum Dunkeln ankommt, nicht mehr zum Putzen kommt. Ich würde jetzt halt eventuell die Kette schmieren, also ein bisschen sauber machen die Kette und schmieren. Und das würde ich aber jetzt nur machen, weil ich auch schon 600 Kilometer nicht mehr geschmiert habe. Und die, was ich ja gelernt habe, meine Gabel befreien vom Schlamm, damit da nichts fest trocknet und dass es dann nicht wieder mein Seal kaputt macht. Recado Musik aus. So, ich mache Schluss für heute. Das war der Start auf die Ruta 40. Und ja, werden wir sehen, wie weit ich sie fahren kann, weil in einigen Abschnitten soll doch ziemlich viel Schnee sein. Mal gucken. Ich bin jetzt halt im Winter unterwegs. Hase am Band. Im nächsten Video fahre ich nach Calafate, ein berühmter Touristenort. Es gibt einen sehr berühmten Gletscher dort. Und schaltet wieder ein, wenn es euch interessiert. Und dann sage ich mit diesen Bildern vom Sonnenuntergang tschüss für heute. Nach Hause finde ich allein.